Radlager auspressen. Da sind sie, die zwei Scheißer. Die beiden Schrauben sind rund. Da ist er, der Schlingel. Oh ja, ich weiß ja nicht, vielleicht deswegen. Das Lager hinten aus der Schwinge raus. Ich habe mich ein bisschen verletzt, habe mir hier Finger geschnitten bis auf den Knochen. Aber das soll mir nicht aufhalten. Was mich gerade viel mehr stresst, ist, dass ich 3 Tassen extrem starken Kaffee getrunken habe und der mich gerade so richtig zum Schwitzen bringt. Aber ich werde diese Energie nutzen, weil die werde ich brauchen. Weil wir haben jetzt ein Date mit diesem dämlichen Fick-Fuck-Teil von Scheißdrecks Bremssattel, wo die Schrauben drin festsitzen. Vielleicht erinnert ihr euch. Ganz besondere Grüße gehen heute raus an den Johannes. Er hatte sich fürchterlich darüber bei mir beschwert, dass ich ja in Anführungsstrichen nur noch Videos machen würde, wo ich Dinge erkläre. Heute kommst du auf deine Kosten, mein Freund. Heute werde ich es dir so richtig besorgen. Ach so, ja, übrigens, in diesem Video werden viele Schimpfworte fallen, das weiß ich jetzt schon. Weil dieser Bremssattel, jetzt muss ich erstmal in diese eiskalten Handschuhe reinkommen. Ich bin schon am Zittern vor Koffein, meine Fresse. Ich habe richtig Bock. Wir haben jetzt folgendes Problem. Die Schraube und die Schraube, die sind rund. Es ist unter gar keinen Umständen möglich, diese zwei Scheißer da rauszubekommen. Also, wie machen wir das jetzt? Es ist echt nicht leicht, ne? Ich würde sagen, ich suche mir erstmal einen passenden Bohrer raus. So, das Ding hat 7,5, wird 8 haben. Also muss ich da wohl mit einem 8er Bohrer erstmal drauf. Oder wie würde man das jetzt tun, klugerweise? Ich werde mich da mal rantasten. Ihr seht gleich, was ich meine. So, schön die GoPro unters Kinn. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen so. Und jetzt finden wir zusammen raus, ob das geht oder nicht. Jetzt kommen hier die guten Linksausdreher von Würth zum Einsatz. Ich glaube, das ist aus der Zebra-Serie. Das sollte was können. Ich bin mir aber nicht so sicher. Der sieht gut aus hier, ne? Den da rein. Aha. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir nur ein Windeisen mit der richtigen... Das sieht nicht aus wie Windeisen. Ihr seht aus wie Windeisen. Wieso seht ihr eigentlich noch so gut aus? Ihr müsstet eigentlich aussehen wie Arsch. Das hier könnte doch so der richtige Hebel sein, wa? So ungefähr, wie lang ist das? 30 cm? 20 cm meine ich? Ich weiß überhaupt nicht, ob das richtig ist, aber ich weiß mir auch nicht mehr anders zu helfen. Wenn der gleich abreißt, dann gehe ich aber... Dann werde ich aber wild, werde ich dann. Weil so kann ich hier schön ziehen und drücken. Und dann müsste ich hier auch schon ein bisschen was an Drehmoment draufkriegen. So zumindest mein naiver Plan. Aha. Ja, gelernt ist gelernt, ne? Hey, nicht so wild. So heiß braucht das nun wirklich nicht werden. Und jetzt lass uns doch mal gucken, ob wir den Fotzkopf da rauskriegen. Hä? Ich denke, Bremsflüssigkeit kocht nicht. Hallo? Ja, gut. Wenn du sagst, du bist fertig, dann glaube ich dir das mal. Und jetzt... Erstmal biege ich das Windeisen. Ist das richtig so? Boah. Yes! Guck mal, was ich gemacht habe. So soll es sein. So machen wir das nochmal. Und nochmal. Ja, Gott sei Dank, Alter. Oh, auch die ist raus. Und wie schön sich das auf einmal drehen lässt, wenn die Scheiße da ab ist, ne? Oh, Gott sei Dank, Leute, ist das erledigt. Leck mich am Arsch. Das Ding ist feuerheiß. Sieht man das, wie das qualmt? Das tut mir auch ein bisschen an den Finger weh. Schlimmer wie Aufbackbrötchen. So, jetzt habe ich mir hier meinen Klappstuhl ausgegraben. Den guten von Continental. Weil wenn man sitzen kann, sollte man sitzen. Weil wir werden uns jetzt mit der hier Umlenkungslagerung da unten rum ärgern. Da sitzen 2 Nadelhülsen drin. Und die Arschgeigen haben die blöde Angewohnheit, da nicht so gut rauszuwollen. Weil das sitzt da ja auch seit 20 Jahren, 22 Jahren und x tausend Kilometer drin. Und damit werden wir uns jetzt rumärgern und dann bleibt an und für sich nicht mehr ganz so viel zu tun. Erstmal den völlig vergurkten Schwingenschleifer da zur Seite oder Kettenschleifer. Ich meine mich erinnern zu können, dass das 18 war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Bevor ich wieder 8-mal laufe, ihr kennt das Spiel. Es ist natürlich 19. In der Ruhe tut er bekanntlichermaßen die Kraft liegen, ne? Ne. Schraubman. Und dann den Bolzen nach dahin raus und dann wird's funky. Ne. Prox. Slimline. Es ist 8 und nicht 10. So kriege ich meine Schritte auch voll, ne? Mit der Macht der Videobearbeitung holen Sie den Zuschauern dieses hier ran. So, jetzt ziehen wir den Knochen da ab. Der muss ja sowieso zum Anmalen. Jetzt machen wir den da runter. Könnt ihr das überhaupt sehen so? Es ist echt scheiße so. So geht das doch nicht. Den da ab. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt sehen könnt. Jetzt können wir den da nach dahin rausschieben. Und hier ist ein Loch drin.
da wo mein Finger hier guckt, da. Und dann können wir den nach dahin so rausziehen. Und dann haben wir den hier in der Hand. Da sitzen Simmeringe drin. Das macht besonders viel Spaß, die da rein zu bekommen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier müssen wir durchgehen, um da die Lage rauszuziehen. Bin damit mal eben in die Natur, dass ihr das sehen könnt. Ist wirklich nichts dran. Hier vorne ganz leichte Spuren. Aber ansonsten ist da gar nichts dran. So, jetzt muss die Footreste da ab. Den Splint habe ich doch schon rausgefingert. So, hämmern ist richtig blöd. Und wisst ihr, warum das Fußraster heißt? Weil man dabei ausrastet, wenn man die da wieder reinmachen will. Ich habe ja schon mehr Sachen gemacht, die nichts geworden sind, ne? Da zwischen den Lagern so ein Hohlraum ist, kannst du da perfekt hintergreifen. Also mein Plan müsste eigentlich aufgehen. Ich muss mir irgendwas holen. Ich weiß nämlich, um ehrlich zu sein, nicht mehr, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Aber wir werden hier schon gemeinsam irgendeine Lösung dafür finden. Zur Not aufflexen, raushauen, wieder zuschweißen. Hier Jungs, er hat schon wieder Bock. Er hat richtig Bock. Was ist denn eigentlich los mit dir? Seitdem da eine neue Gaspulle drin ist, spinnt das Ding nur noch rum. Hallo, fackel mir die Bude hier nicht ab, du Scheißding. Meine Fresse. Warum? Du bist zu nichts zu gebrauchen. Achtung, laut. Da ist er ja. Der erste Scheißer. So, andere Seite können wir leider nicht rauswichsen, weil der Uli, der da nicht ins Loch passt. Deswegen kommen wir da nicht weit genug rein, also nicht dahinter. Also müssen wir den jetzt durchtreiben. Das müsste relativ easy gehen. Der Durchmesser ist kleiner als das da. Was bist du überhaupt? HK 18. Jetzt sollten wir da ja eigentlich so. Da hauen wir jetzt dreimal mit dem Hammer davor und dann ist das da auch raus. Geil, haben wir das auch in der Hand. Simmering ist natürlich auch draußen. Der Tag kommt, da werde ich rausfinden müssen, was rechts und links ist, aber nicht heute. Deswegen lege ich das jetzt erstmal hier hoch, weil die Kabel gehen mir tierisch auf den Sack. Falls ich das noch nicht oft genug gesagt habe, Kabel nerven. Ich will damit nichts zu tun haben. Das ist schlimm genug, dass ich die verlegen muss und dass sie überhaupt da sind. Was fehlt jetzt noch? Lass mich mal kurz eben einmal mit mir selber brainstormen hier. Ich rede sowieso die ganze Zeit mit mir selber, so ist das auch egal. Erstmal stellen wir das Ding gerade hin, weil das nervt mich. Lager sind raus. Jetzt kommt das Ding noch ab, das muss zum Pulvern und dann kümmern wir uns um die Schraube da hinten, die da noch so... Und dazu kommt das nächste Problem. Beide GoPro-Akkus haben bei der Kälte aufgegeben. Das heißt, die kommen jetzt rein, damit die warm werden und laden. Und ich google mal eben fix so eine Einzugsschraube, so eine Dings und film halt mit dem Telefon weiter. Wir sind ja flexibel, nicht wahr? Vergesst alles, was ich gesagt habe. Dank meiner Sammelleidenschaft für so alte Mopedteile ist mir gerade eingefallen, dass ich noch einen schiefen Heckrahmen habe. Da habe ich mich vielleicht mal mit auf die Fresse gelegt. Ich war gerade auf Instagram live und habe die Jungs gefragt, wie diese Einzugs-Blindnit-Hülsen-Gewindemuttern heißen. Schrauben-Dings. Kürzesten Dienstweg. Ich weiß, dass die in Ordnung sind. Die können wir mit dem Gewindeschneider auch immer mal nachschneiden, damit das schick und schön ist. Wir kloppen die da raus, machen da ein bisschen hochfest dran, kloppen die in den Rahmen, in den anderen Heckrahmen und dann sind wir fertig. Wie wäre das denn? Da ist er, der Ersatz. So soll es sein. Hochfeste Schraubensicherung, ab in den Rahmen, erledigt. Geil. Repariert. Also, genau. Vielleicht nochmal wegen dem Thema Pulver. Theoretisch wäre das ein Grund, auch den Heckrahmen bzw. Rahmen pulvern zu lassen. Ich werde das aber aus zwei Gründen nicht machen. Erstens, ihr wisst, was ich von Pulvern des Rahmens halte. Kommt was ins Rahmenbrustrohr oder in die Entlüftung, die ja hier bei dem LC4 durch das Rahmenrohr hier durchgeht, haben wir verschissen. Dann ist diese ganze Arbeit, die ganze Mühe nichts wert. Ich weiß, das kann man abkleben und stopfen, aber ich habe schon Pferde kotzen sehen. Ich mache es einfach nicht. Wie ihr das handhabt, müsst ihr selber wissen. Ansonsten ist der Rahmen optisch, auch hier vorne, wo die ganzen Steinschläge immer wären, in einem fantastischen Zustand. Deswegen werde ich jetzt gleich mir Mikrofaser holen und Ballast holen, das alles schön sauber machen und dann ist es in Ordnung so. Ich weiß, man könnte das wäre noch so das i-Tüpfelchen, aber ich kann es einfach nicht machen. Ich schlafe nie wieder, wenn ich das jetzt durchziehen sollte. Und beim Heckrahmen bin ich so frei, das deswegen zu lassen, weil die ganzen Scheuersteine, die hier drin sind, sowieso nach kurzer Zeit wieder kämen. Man sieht davon nichts, das wird konserviert und dann hat sich die Sache. Ich hoffe, dass das Verständnis da auf eurer Seite ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber ich habe auf jeden Fall sämtliche Schrauben, also ein Teil kommt noch von KTM, aber ansonsten alles nagelnewe Schrauben. Eigentlich war ja der Plan, die alten Schrauben verzinken zu lassen. Ich würde sagen, das ist der klügere Weg. Und wahrscheinlich auch der einfachere. Hast nachher irgendwo gerade auf eine Schraube drauf und so. Ach, alles Käse. Machen wir neu. Schönen Torx-Kopf.
hast du dieses Rundgenudel nicht mehr einmal richtig. Weil wenn ich mir das hier angucke, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ich weiß, das beißt sich ein bisschen mit der Aussage einmal richtig und den Rahmen nicht pulvern lassen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, ich kriege einen richtigen Rappel, wenn ich das mitkriege, dass Leute ihren Rahmen pulvern lassen. Ich vergaß. Der Heckrahmen muss sowieso nochmal ab, unabhängig davon. Aber zum Saubermachen werde ich den dran lassen, weil es einfach einfacher ist, wenn das Ding in der Hand rumklötert. Was ist denn hier heute los? Es kommt die Post. Ich wollte gerade fast auf die Post schimpfen, weil man hört das natürlich auf dem Video, dass hier Autos auf den Hof kommen. Dann geht die Alarmanlage an. Dann ist dies und das, was ich sagen wollte. Pro-Brake-Sachen sind da. Also Bremsleitung hinten ist neu gewesen. Nagelneu in schwarz. Deswegen habe ich jetzt in schwarz einmal nachgekauft und Hebel für das Ding. Allerdings habe ich ja gesagt, die Farbe wurde über Instagram geklärt. Falls du mir dann nicht folgst, Pech gehabt. Ich Assi. Die Farbe verrate ich nicht. Aber das wird fett. Und zum Tankreparieren, das Zeug ist angekommen von JB Weld. Das soll angeblich für Kunststoffe geeignet sein, um das zu reparieren. Falls das nicht klappt, kann ich den Tank immer noch wegwerfen. Aber ich versuche das zu reparieren, statt erstmal zu entsorgen, um mich nachher zu ärgern, da irgendwie 100, 110 Euro versenkt zu haben, weil die Tanks werden ja nicht günstiger. Jetzt packe ich den Kram weg, dann gehen wir rüber. So, da ist es. Das allseits beliebte Ballistol. Für die, die das nicht kennen, das Zeug ist für alles. Also das schmeckt, wie es riecht, glaubt's mir. Ich kann Ballistol insofern nur empfehlen, als dass mich das Zeug noch nie enttäuscht hat. Weder bei Schusswaffen noch bei sonst irgendwelchen anderen Sachen. Damit reinige und pflege ich alles, was so fettige Sachen betrifft, weil man das mehr oder weniger da einfach mit runterwischen kann, ohne das zu entfetten, sodass es wieder anfängt zu rosten. Ich weiß nicht, was sie da reinschmieren, aber ein Zeug, was alles kann, fast nichts kostet. Würde mich nicht wundern, wenn das sogar Krebs heilen könnte am Ende. Absolut unbezahlt, ohne dass Ballistol da irgendwas von weiß. Ich bin sogar ein bisschen wie Ballistol. Bin ein bisschen schmierig und ich rieche ein bisschen komisch, aber ich schaffe richtig was weg. Ja, es geht ja auch immer mehr. Ja. Mehr geht immer, schneller geht immer. Weißt du, man muss auch mal zufrieden sein. Hier. Da ist die schmierigste Schmiere der Welt. Trocken hinterher. Wisst ihr Bescheid. Kannst den Hals kippen, wenn du Halsschmerzen hast, kannst alles mitmachen. Bei Durchfall. Kriegst noch mehr Durchfall? Wahrscheinlich. Komm, und für 20 Jahre alt, mal eben einmal übergeputzt, da pulvern wir gar nichts. So, das Vorher-Nachher sollte überzeugen. Und für alle, die meinen, dass das Fusch ist und dass das weg ist demnächst wieder, ist nicht. Das bleibt genauso schön sauber, wie es ist. Nur guck, ich guck. Andere Mission, weitere Mission. Ich habe hier diese Hutmutter ganz künstlerisch gestaltet ausbohren müssen. Ja, ich weiß, das sieht hier scheiße aus, das kriegen wir aber wieder hin. Weil diese Hutmutter sich mitgedreht hat und ich sonst das Plastik hätte opfern müssen, also Tankverkleidung, das wollte ich aber nicht. Jetzt habe ich mir folgenden Plan überlegt, beziehungsweise ich habe mit Max gesprochen, der hatte da wohl Erfahrung mit und habe folgendes besorgt. Das sieht so aus. JB Weld nennt sich das. Es soll angeblich der stärkste Kleber der Welt sein, wo man alles mit kleben kann. Da kannst du auch wieder deine Oma mit unter die Decke kleben. Und ich glaube, sowas in der Art hatte ich vorhin schon gesagt. Das, was Ballistol zum Reinigen, Pflegen und Schmieren ist das hier wohl zum Kleben. Ich habe käuflich erworben eine nicht unerhebliche Menge an Hutmuttern. So eine, wie da vorher auch drin saß. So soll das aussehen. Wundert euch nicht über die Nebengeräusche. Markus ist da zugange. Und so sieht jetzt erstmal meine Reparatur aus. Also, das ist keine Luftblase hier, da ist nur so eine Rille drin. Ich werde das jetzt gleich noch mal zuziehen. Viel Zeit habe ich nämlich nicht mehr. Und dann gucken wir mal, wie das so funktioniert. Das wird noch beigearbeitet, dann sollte das so ähnlich aussehen wie drüben. Ich habe dafür dann eine Blattleere genommen, die ich vorher entfettet habe, um das dann eben einmal glatt zu ziehen. Und auch die Rillen, die ich hier dummerweise reingebrannt habe, wieder rauszubekommen. Und dann sollte das nachher wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Wichtig ist halt, dass man da die Kuhle drin behält, wo dann der Tankspoiler drin verschwindet.